Wir sind zurück im Neoversum. Die dritte Staffel aus dem Jahr 2012 beinhaltet die Bände 17 bis 24 von Perry Rhodan Neo. Die Terraner stoßen darin auf mehr und mehr Hinweise über die Welt des ewigen Lebens. Und am Ende kommt alles anders, als die Leser der Originalserie es erwarten würden. Wir erinnern uns an die letzte Folge. Da startete Perry Rhodan die erste Expedition der Menschheit in ein anderes Sonnensystem und dabei platzte er mitten in eine Invasion. Auf den Planeten der Vega traf er auf die menschenähnlichen Feronen, die Einheimischen sozusagen, und deren Gegner, die echsenartigen Topsider. Außerdem entdeckte er mit den Transmittern Überbleibsel einer sagenhaften Technologie. Die Topsider spüren im Vega-System, genau wie Crest und Thora vor ihrer Ankunft im Sol-System, Gerüchten von einer Welt des ewigen Lebens nach und die Transmitter sind einer der Hinweise, die sie erforschen. Schließlich kann Rhodan einen Friedensschluss zwischen den Kriegsgegnern erwirken und das ist der Status Quo beim Start von Staffel 3. Mehr dazu gibt's in Folge 2 vom Spoiler-Alarm zu Perry Rhodan Neo. Wir schreiben den September des Jahres 2036. Auf der Erde bewegt sich was. Die Staaten schließen sich zur Terranischen Union zusammen, wobei bis zur Entstehung einer gemeinsamen Weltregierung noch ein weiter Weg ist. Am Grunde des irdischen Ozeans befindet sich eine Unterwasserkuppel mit den Hinterlassenschaften ehemaliger arkonidischer Kolonisten, die vor Jahrtausenden auf der Erde lebten. Unter den Fundstücken in dieser Kuppel befindet sich ein weiterer Transmitter und das ist selbst für Crest und Thora märchenhafte Technologie. In dieser Kuppel forscht Crest nach dem möglichen Schicksal ihres Kommandanten, der, wie der Leser weiß, die Kuppel durch diesen Transmitter irgendwann mal verlassen hat. Unter anderem entdeckt er so eine Schriftrolle mit alten Tagebucheinträgen. Schon länger hat Crest den Verdacht, dass der alte Arkoniden-Kommandant die Welt des ewigen Lebens entdeckt hat. In der Tiefseekuppel verdichtet sich dieser Verdacht. Die Hinweise kommen für Crest zur rechten Zeit, denn der Ara Fulkar und der terranische Arzt Erik Manoli verraten ihm, dass er an einer tödlichen Krebserkrankung leidet und nicht mehr lange zu leben hat. Es ist der letzte Schubs, den er braucht. Crest vertraut sich dem Transmitter an und folgt dem vermutlich unsterblichen Kommandanten an sein unbekanntes Ziel. Die Mutantin Tatjana Michalowna und der topsidische Weise Trikahon, der am Ende der letzten Staffel mit den Terranern auf die Erde gekommen ist, begleiten Crest. Und der Transmitter zerstört sich kurz darauf selbst. Die Erforschung des Vega-Systems durch die Terraner schreitet derweil fort. Auf dem Planeten Gol stoßen Perry Rhodan und seine Begleiter auf das havarierte topsidische Schiff Nesbit Brek, das sie wieder flott machen und für Terra in Besitz nehmen. Bei diesem Unternehmen hat Rhodan eine Vision. Eine halbierte Welt, auf deren Schnittfläche Wälder und Bauwerke stehen. Und eine Stimme, die ihn zu sich ruft und um Hilfe bittet. Rhodan kann sich auf dieses Erlebnis keinen Reim machen. Wieder im Sol-System wird Rhodan ein Amt angetragen. Er soll der Administrator der Terranischen Union werden und zwar auf Lebenszeit. Der Terraner hält das aber für keine gute Idee, ihn erinnert das zu sehr an eine Diktatur. Stattdessen schlägt er seinen Mitstreiter Homer G. Adams für diesen Posten vor, der ihn auch annimmt, allerdings nicht auf Lebenszeit, sondern auf einige Jahre begrenzt. Rhodan konzentriert sich stattdessen auf die Suche nach dem verschollenen Crest und seinen Begleitern. Dazu braucht er natürlich einen funktionierenden Transmitter, denn der in der Tiefseekuppel hat sich ja selbst zerstört. Also geht es zurück ins Vega-System, denn das ist der einzige andere bekannte Ort, an dem es funktionierende Transmitter gibt. Der Transmitter, bei dem Rhodan und seine Begleiter ihr Glück schließlich versuchen, bringt sie jedoch nicht zu Crest, sondern in die Vergangenheit des Vega-Planeten Ferrol. Und dort begegnen sie dem ersten Tort, also dem ersten Herrscher Ferrols.
In einer Nebenhandlung von Band 18 begleitet der Leser Julian Tifler und seine Freunde, die auf der Suche nach Tiflers verschwundenem Vater sind. Dabei gerät der Mausbiber Guki in die Gefangenschaft einer Endzeitsekte unter der Führung des Antimutanten Yosuke Monkadas, genannt Monk. Antimutant bedeutet, dass er die übersinnlichen Kräfte von anderen Mutanten unterdrücken kann, also auch die von Guki. Mit Tiflers Hilfe gelingt Guki und einigen anderen Mutanten jedoch die Flucht von Monkadas Farm. Darunter befinden sich Betty Tafri und Ivanovic Gorachins Zwillingsbruder Ivan. Der Sektenführer wird festgenommen. Später wird er in Perry Roden Neo noch eine größere Rolle einnehmen. Im Folgeband wächst das so erweiterte Mutantenkorps zusammen, als es bei einem Einsatz einen gefangenen Phantan aus der Hand des verbrecherischen Technikbastlers Alistair T. Whistler befreit. Wo genau sind Crest, Tatjana Michalowna und Trekahon gestrandet? Die Antwort liefert erst Band 19. Und die folgenden Romane bringen eine Reihe von Transmitter-Zeitreisegeschichten im Vega-System, die sich zunächst wie eine Folge zusammenhangloser Einzelabenteuer lesen. Erst später wird sich zeigen, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Also für dich bedeutet das, kurz nochmal mit dem Kopf bei der Sache bleiben, bitte. Der Gang durch den Transmitter bringt Crests Team, genau wie das von Roden, in die Vergangenheit Ferols. Der Leser wird so Zeuge der Landung Kerlons mit der Tosoma 10, also der späteren Last Hope, womit auch die offene Frage aus der letzten Staffel beantwortet wäre, wie dieses Beiboot der Tosoma nach Ferrol gelangt ist. Durch einen weiteren Transmittersprung gelangen sie auf einen Wüstenplaneten. Dort begegnen ihnen die Org, ein Insektenvolk, das von den damaligen Arkoniden zum Bau einer Waffe gezwungen wird, mit der sich Welten spalten lassen. Und sie nennen diese Waffe den Weltenspalter, Nachtigall, Trapsen und so. Außerdem liegen die Ork im Clinch mit den Eingeborenen des Wüstenplaneten, denn dieser Planet war ein Versuchsobjekt für den Weltenspalter. Diese Eingeborenen nennen ihre nun halbierte Welt Tramp und sie selbst werden von den Ork Ilz genannt. Nochmal, Nachtigall. Unüberhörbares Getrampel. Auch Rodens Gruppe irrt per Transmitter weiter durch die Zeit. Ihre nächste Station ist der Vega-Planet Rayan, wieder in fernster Vergangenheit. Und dort begegnen sie dem mysteriösen Kundschafter einer unbekannten Macht, der sich ihnen später als Karfesh vorstellt. Auf Terra machen Rodens Freunde sich langsam Sorgen um die Transmitterreisenden. Dr. Manoli, der Historiker Syr Eskunar und Guki entdecken einen zweiten Transmitter im Sol-System, und zwar an Bord des havarierten Kugelraumers Igita, den Tiflor in der Vorgängerstaffel auf dem Mond Titan entdeckt hat. Wir erinnern uns, plötzlich tauchten da an allen Ecken des jungen Neoversums alte Kugelraumer auf. Leider gelingt es der Gruppe nicht, die Igita zu bergen. Diese nur scheinbar zusammenhanglosen Transmitter-Zeitreisen nehmen vorerst kein Ende. Der nächste Sprung führt Rodens Team auf den Planeten Vega 10, der in der Gegenwart des Neoversums aber spurlos verschwunden ist. In früheren Romanen haben wir schon Andeutungen darüber erfahren. Die Feronen dieser Zeit nennen diese Welt Ambur und ihre Hauptstadt heißt Karbusch. Roden und seine Begleiter werden Zeuge, wie der herrschende Tort Ambur evakuieren möchte, da die Besiedlung dieser Eiswelt angeblich zu teuer sei, aber in Wirklichkeit handelt er im Willen Karfeshs, der auch in dieser Zeit an Bord seiner kobaltblauen Walze im Vega-System unterwegs ist. Es stellt sich heraus, dass Ambur der Preis sein soll, den Ferrol für die Transmitter zu zahlen hat, denn bei denen handelt es sich allem Anschein nach um eine Gabe Karfeshs. Im Laufe der Ereignisse werden Roden und Rast Chubai auf Karfeshs Raumschiff verschlagen. In noch einer Nebenhandlung, die ich der Länge halber jetzt hier mehr oder weniger unterschlagen habe, werden verschiedene Terraner Opfer einer Krankheit, die durch Naniten der Phantan ausgelöst wird. Darunter Reginald Bull und Sue Mirafiore, die sich mit Roden in der Vergangenheit befinden. Sue rettet sich und Bull mit ihrer Heilerfähigkeit, also ihrer Mutantenkraft. Mit Band 23 neigt sich die dritte Neo-Staffel auch schon wieder dem Finale zu. Wir bleiben in der Vergangenheit, wechseln aber wieder zu Crest, Trekahon und Tatjana Michalowna.
Diese 3 gelangen auf die Erde des Jahres 7990 vor Christus ungefähr und bei diesem Abenteuer fallen etliche Puzzlesteine an ihren Platz. So begegnen wir den Arkoniden, die einst die Venusbasis gebaut haben, wir erinnern uns, das war in diesem Band, und die auch die Erde besiedelt hatten, also in anderen Worten die Arkoniden, deren Kommandant der mysteriöse Unsterbliche war, dem Crest in der Tiefseekuppel nachgespürt hat. Vertrau mir, in den Romanen liest sich das alles sehr viel weniger verworren, als es sich jetzt hier in der Zusammenfassung anhört. Der Leser erfährt durch eine Verkettung von Ereignissen, wie die ganzen havarierten Kugelraumer ins Sol-System gelangt sind, die unsere Helden in den vergangenen Romanen entdeckt haben. Nebenbei werden die Methans erstmals erwähnt. Ihre Rolle ist recht ähnlich zu der in der Originalserie. Später werden sie Thema einer eigenen Handlungsstaffel. Das Ende des Romans bringt ein erstes Auftauchen des Arkoniden Atlan. Und das ist der Kommandant, nach dem Crest gesucht hat. Atlan befindet sich in Besitz eines eiförmigen Gerätes, das er gerade eben erst erhalten hat und das ihm, so hat man ihm erzählt, die Unsterblichkeit sichern soll. Crest verpasst ihn aber knapp. Denn er und seine Begleiter wurden von dem Roboter Rico durch den Transmitter der Unterwasserkuppel, der ja hier in der Vergangenheit noch existiert, zum nächsten Ziel geschickt. Begleitet werden sie von Thoras ehemaliger Untergebenen Quino Soptor, die wir hier nach ihrem Verschwinden in Band 12 endlich wieder treffen. Das nächste Ziel der Odyssee, so viel erfahren wir im letzten Roman der Staffel, liegt auf Wanderer und das ist die sagenumwobene Welt des ewigen Lebens. Es ist jener Planet, den Roden bereits in seiner Vision auf Gol gesehen hat, eine halbierte Welt, auf deren Schnittfläche eine mächtige Stadt steht. Letzte Zusammenhänge tun sich auf. So stoßen Roden und seine Begleiter auf Ilz, denn natürlich ist Wanderer die fehlende Hälfte Tramps, die einst vom Weltenspalter abgetrennt wurde. Die Gruppen von Roden, an Bord von Karfeschs Raumschiff, und Crest erreichen Wanderer fast gleichzeitig. Und das ganze Transmitter- und Zeitgehopse der letzten Bände entpuppt sich als kosmische Schnitzeljagd mit der Unsterblichkeit als Preis. Verliehen wird sie von S, dem Herrn dieser Welt. S ist ein körperloses, unfassbar mächtiges Wesen, über das wir an dieser Stelle erstmal noch nicht viel erfahren. In späteren Spoiler-Alarm-Folgen werde ich dir mehr erzählen. Der Gewinner der Unsterblichkeit ist aus S' Sicht Perry Rhodan, doch der lehnt das unglaubliche Geschenk ab. Er fühlt sich dem ewigen Leben nicht gewachsen bzw. glaubt, dass es ihn zu sehr von seinen Mitmenschen entrücken würde. Stattdessen bittet er S, den lebensverlängernden Zellaktivator Crest zu verleihen. Schließlich hat der sich die Unsterblichkeit, anders als Rhodan, stets gewünscht und er ist ohnehin tödlich erkrankt. Jawohl, das ist richtig. Nicht Perry Rhodan wird am Ende des galaktischen Rätsels unsterblich, sondern der arkonidische Wissenschaftler Crest. Die Unterschiede zur Handlung der Originalserie häufen sich, denn da ist es natürlich der Titelheld Rhodan, der erst die Zelldusche und später den Zellaktivator erhält. Die ganze Odyssee von Crest, Tatjana Michalowna und Trika Horn ist ein neues Handlungselement und hat keine Entsprechung in der Erstauflage. Überhaupt war das galaktische Rätsel dort eher so eine Reihe von Denkaufgaben als ein Sightseeing durch die Geschichte des Vega-Systems. Es ist das erste Mal, dass Neo komplett von der Originalserie abweicht und sein eigenes Ding macht. Dasselbe gilt für Rhodans Ablehnung des Postens Administrator auf Lebenszeit. Auch das ist ein Seitenhieb auf die Originalserie. Eigentlich ist Rhodan ja der Ministerpräsident der dritten Macht und später der Großadministrator des Solaren Imperiums gewesen und das über viele Jahrhunderte hinweg. Und schon zu der Zeit, als die Originalromane erschienen, fanden etliche Leser das nicht so besonders realistisch. Neo räumt damit auf und macht Rhodan erstmal nur zum sterblichen Weltraumhelden. S, übrigens nicht zu verwechseln mit dem Monster aus dem Stephen King-Roman, ist im Neoversum zwar eine wichtige Figur, aber hat bei weitem nicht die übermächtige Rolle wie im Original. Dort gilt S später mit fortschreitender Handlung als sogenannte Superintelligenz. Bei Neo taucht dieser Begriff noch nicht mal auf. Der kosmologische Überbau von Perry Rhodan Neo ist weniger komplex und sehr viel einsteigerfreundlicher als der Originalserie. Überwesen gibt es hier ganz bewusst nur in sehr sparsamer Dosierung. Ansonsten spielt auch diese Staffel wieder mit Motiven der Originalserie, ohne sie direkt zu zitieren. Karfesch lernen wir bei Perry Rhodan erst in Band 1000 kennen und dort in einer vollkommen anderen Rolle.
Über die kobaltblauen Walzen könnte ich ein komplettes Video machen. Amburg-Harbusch ist tatsächlich die Stadt auf dem Scheibenplaneten Wanderer. Tramp hat nur dem Namen nach mit dem aus der Ursprungsserie zu schaffen. Mehr dazu erfährst du in unserer Periographie zum Mausbiber Guki. Die Figur des Antimutanten Monk weckt leichte Assoziationen an die Balols aus dem Original. Und an der Name-Dropping-Front haben wir diesmal den guten Alistair Whistler und den Historiker Sir Escona, der noch nicht mal aus der Originalserie stammt, sondern aus den Atlan-Zeitabenteuer. Und es ist die bislang obskurste Referenz an die Ursprungsromane bei Perry Rhodan Neo. Das war's wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn du mehr über die zum Zeitpunkt dieses Videos aktuelle Handlungsstaffel bei Perry Rhodan Neo erfahren möchtest, empfehle ich dir das Video zum Thema #Köln2090, das vor 2 Wochen auf diesem Kanal erschienen ist. Da mache ich mit dem Co-Chefautor Rüdiger Schäfer Köln unsicher und unterhalte mich mit ihm über seinen neuesten Roman Band 234, die Himalaya-Bombe. Der eignet sich übrigens ganz besonders für Neueinsteiger und auch darüber unterhalte ich mich mit Rüdiger so ein bisschen. Und falls es dich interessiert, Band 235, der genau gestern, also am 18.09.2020 erschien und jetzt am Kiosk ausliegt, stammt wieder von mir. Also eventuell ist das ja auch ein Impuls für dich, mal bei Neo reinzulesen, weil dich interessiert, was der Typ aus diesen ganzen Videos eigentlich so macht. Genug Eigenwerbung. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Perry Rhodan Neo lesen oder Hörbuch hören.